Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Star Ocean 5. Ich bin es, euer DMC Muffix. Beim letzten Mal haben wir, zum einen haben wir mit erleben müssen, wie die gute Relia entführt wurde, unglücklicherweise von hier Tartarus. Mit anderen Worten, ist sie nun hier in der Gefangenschaft von den Menschen, vor denen wir sie eigentlich schützen wollten. Und unser ganzes Abenteuer bis jetzt zumindest, muss man sagen, umsonst. Alter, du stirbst mir jetzt hier nicht weg, Mann. So, Signature, Healing, da alles muss man selbst machen. Weil Fiore halt ja nicht. Fiore schaut ja nur schön aus. Gut, dann ist erstmal Miki tot. Das ist jetzt nicht so optimal, aber es ist mir nicht wurscht. Wie können die ganze Zeit paralysiert sein? Ach komm. Alles muss man selbst machen. Was macht eigentlich das Viech? Das schaut auch nur so blöd. Naja, mir soll es recht sein. Break, so. Ja, und zumindestens, wir sind hier gerade in einer Geheimoperation. Beim letzten Mal sind wir durch eine Höhle gewandert, um hier nach Draco zu kommen. Schau mal an, macht sie irgendwas? Sie chillt doch echt nur da. Dann kann sie jemand wiederbeleben? Natürlich nicht. Schmeiß hier ein Wiederbeleben, um sie denn nach. Sie schaut mir einfach an, Mann. Ein bisschen nervt sie mich schon. So. Und wir wollen hier, wie gesagt, nach Draco und dort wollen wir dann wollen wir hier die Stadt infiltrieren. Durch unsere Geheimskills. Ihr seht, wie gut das klappt, Mann. Und schauen wir mal, ob das ein Erfolg wird. Ich bezweifle es zwar, aber hey. Hey, wir haben schon Schlimmeres überstanden, Mann. Ich meine, wir waren schon im Weltraum. So, und ganz kurz mal Leben. Wer hat am meisten Leben? Ey, Fidel hat am meisten Leben. Das ist sehr cool. Victor kommt danach. Danach Miki und dann ganz meine Fiore. Ich meine, 5000 Leben ist jetzt auch ganz passabel. Ja gut, und so wie es aussieht, haben wir hier unseren Trupp gefunden. Aber davor, hier gibt es doch einen Händler, oder? Hier ist doch das Händlerzeichen, oder? Bilde ich mir das ein. Aber hier war diese Explosion, genau, hier war das Laboratorium von der guten Miki. Warte mal kurz. So, jetzt könnt man reden. Ich wollte mir einmal kurz davor hochhalten, aber okay, dann geht halt, dann kann ich mich ja nicht hochhalten. What's the theory behind how those gleaming sticks work? Could we possibly do something similar using signets? This is right up everyone at the Institute's alley. I'm sure if I told them about it, none of them would be able to sleep until they'd worked it out. But you have to sleep at some point. Otherwise, your performance is going to suffer considerably. You ideally want to stay up for 18 hours at most. Actually, I'd gladly sleep that much any day, given the opportunity. That way my skin would be in much better condition. Although mine could never hold a candle to Miki's. That youthful elasticity of hers is simply bewitching. Youth is definitely the most powerful weapon on the battlefield of love. Speaking of weapons, I wonder how those gleaming sticks work. Sorry you won't get to fight beside your dad. So close, but so far away. Whatever. It's not like I joined this operation so I could meet him or anything. Is that so? It is. The lieutenant's too soft on you, Fidel. I understand the appeal of doting on a young disciple, but that's no reason to involve civilians in military matters. Hey, my dad's trained me longer than him. So what if he has? That's mere nitpicking. Not once during my service have I ever known Lieutenant Oakville to be late to a rendezvous. Especially not so he could listen to someone's anecdotes. I swear, what's gotten into that man? All soldiers form up! Don't let the enemy use their gleaming sticks. If by chance you do, don't let them hit you. No matter what. Those weapons may be intimidating when wielded by a group, but they're nothing individually. Remember, we have chosen this plan precisely because it provides the main force a strategic advantage. Should we fail, all it will provide them is a swift death. Now go and do us proud! We shall now commence Operation Snake Eyes. All units, move out!
Lady Brunelli, Fidel, Miki, let's move. Dann legen wir mal wieder los, oder? Zeit, das Kriegstreiben hier wieder voranzutreiben. So, also diese Glimmy Sticks, ich nenne das immer noch Schusswaffen, in meinem jugendlichen Leichtsinn hier. Zack, sind ja diese Waffen, die ja hier ganz am Anfang der Bandit, der hier versucht hat, Star anzugreifen, besessen hat. Und dann auch hier natürlich die Soldatin von Kronos. Und so wie es aussieht, werden auch hier diese nicht allzu freundlichen Herren ebenfalls diese Waffen benutzen. Das heißt also, wir müssen mit allem kämpfen, was wir haben, gegen die Tracon-Soldaten. So, für all das, was wir uns angetan haben, Mann. Seid ihr einfach in unser Land mit diesen übernatürlichen Waffen reingehauen. Das war ziemlich schlimm. So, jetzt fällt mir erst auf, dass jemand so eine kleine Kugel da hat. Ziemlich cool. So, helfen wir hier unseren Freunden. So. Emerson und Anne. Da sind sie ja wieder. Ja, sie sind ja in dieser Eisregion, die ja ziemlich in der Nähe ist, denke ich mal. Gehe ich mal davon aus. Sind sie ja gestrandet hier. Und so wie es aussieht, sind sie nun hier. Genau, keine Zeit für so ein Labern hier. Oh, da ist irgendwo ein Bossfight. Da ist irgendwo ein starker Gegner. Jetzt ist sie schon wieder tot, Mann. Das kann doch gar nicht sein. Jetzt muss ich hier schon wieder meine Heil-Items raushauen. So. Oh, und der nächste ist tot, Mann. Sehr geil. Läuft, Mann. Wo bin ich denn? So. Okay, natürlich schmeißt keiner ein Heil-Item zu, wenn ich ihm sage, der tot ist, dass er ein Heil-Item schmeißen soll. So, versuchen wir es nochmal. Wer ist es denn? So, wir machen das jetzt ganz kurz und schmerzlos. So, erstmal bist du down. Dann bist du down. Erstmal die ätzenden Fernkämpfer hier loswerden. Dann bist du in der Mitte down. Schön für diesen Hals, aber da bedanke ich mich. Ja, Miki ist natürlich schon wieder in der Enge und keinen interessiert's, Mann. So, jetzt müssen wir hier mit unserer ganzen taktischen Meisterleistung hier arbeiten, ne? War ja nur eine Frage der Zeit, bis hier die Truppe wieder aufeinander stoßt. So, dann machst du hier ein Signature, und zwar ein High Signature. Und zwar aufs Niki. Und jetzt helfe ich hier mal. Kann ja gar nicht sein, Mann. Alle gehen hier auf die arme Niki, Mann. Das ist doch schlimm, Mann. Lasst Niki verdammt nochmal in Ruhe. Aber Niki, lauf halt auch mal weg von den Gegnern, wenn die dich alle hier schon umzingeln. Okay, finish. Es waren viel zu viele Gegner schon wieder. Und jetzt Attack! Oh, Niki ist verschlossen. Natürlich, wieso denn auch nicht? Okay, ich freue mich natürlich, dass hier wieder Emerson im Team ist. Anderson, muss ich sagen, ist mein Lieblingscharakter. Alter, okay, jetzt kommt hier der Bad. Jetzt kommt hier der Bad. Alter, ich fliege erstmal durch die Gegend. Okay, keine Zeit mehr Alter zu sagen. Ich muss jetzt erstmal gleich mal mein Heil-Signature machen. Okay. So. Immer mit Rohmaxi. Wir machen jetzt erstmal hier. So. Mit Fiore, weil Fiore macht sonst eh nichts. Signature Shadow Needles. Dersui. So. Jetzt ist die Party wieder voll zusammen. Okay, Leute, was ist denn das? Alter, was ist das für einer, Mann? Und wieso greift ihr mich an, Mann? Habt ihr gerade gesehen? Er hat mich gerade im Rücken gehauen, oder? Warte mal, wir kümmern uns erst um die normalen Truppen. Und dann gehen wir auf ihn. So, Leben sieht bei allen gut aus, okay. Außer bei Miki selbst. Ach, scheiß drauf, wir machen einfach mit Miki hier ohne Pause High Signature. Das High Signature, so. Alter, sie wird schon wieder angegriffen, oder? Und keinen interessiert ist. Alter, das muss man selbst machen. So, kümmern wir uns ganz schnell um den Ritter hier. Dann, nein, nicht. Dann auf den hier. Weil der greift die gute Miki an. Fiore. Wo steht denn die? Okay, nein, nicht Heil-Item, sondern Signature Healing auf hier. Victor. Victor muss unbedingt überleben, weil Victor ist halt der immer noch schön die Angriffe auf sich zieht. Alter, was ist denn das?
Dieses Scheiß... Ich verstehe, dass die Gegner Signatures haben, aber die können das doch unmöglich so schnell raushauen immer. So. Gibt's hier noch irgendwo einen? Dich gibt's noch. Du könntest das noch sein. Ansonsten gehen jetzt langsam hier die Säulen. Nee, da hinten ist der. Nee, okay, das waren jetzt alle. Das waren jetzt alle. So. Dann Signature, Healing. Und du... Ja, komm. Ist doch wurscht, Mann. Wir machen hier Fairy Healing, Mann. So. Hadouken Punch. Warte mal. Ich muss jetzt mal meine neue Attacke testen. Das war nicht. Doch, Schock im Boss. Bam! Ich hab's zwar nicht gesehen, aber sie sah sicher cool aus. Bam! Alter, er rage los, Mann. Alter, er hat viel zu starke Attacken auf Signature. Fairy Healing, Mann. So, ich muss mich echt drauf konzentrieren, immer schön hier mit den Charakteren Healing zu machen, weil die interessiert das sonst immer nicht. So, auf Anne. Schau, Emerson macht's gescheit, Mann. Emerson stellt dich an der Ende des Battlefields und nicht so wie der Rest der Charaktere, die immer direkt drinstehen. So. Da Break, sehr schön. Sehr geil. Oh, Leute, Mann, was fliegt alles durch die Luft? Feigling, Feigling, du bist ein kleiner Feigling. Ist echt der Weicher, Mann. Ich meine, der war jetzt ziemlich stark und es war ein ganz cooler Kampfmann. Und dann haut er da einfach ab und schickt dir wieder seine normalen Ritter. Aber ich werde, er kommt jetzt wieder, hat wieder einen vollen Lebensbalken. Und wenn er das macht, dann nehme ich das im Spiel üblich. So, aber das Gute ist, wenn hier noch ein paar Standardgegner kommen, dann können wir unseren Balken mit etwas Glück noch auf Level 3 hochleveln. Und ihr wisst, was dann erstmal kommt. Ja, hier schön Guard-Break. Sehr geil. Und dann können wir hier den gleich wahrscheinlich am Anfang fertig machen. So. Ich kapier gar nicht, was hier los ist, Mann. Alles leuchtet blau, lila, gelb, rot, schwarz. Alles. Ist mir aber auch wurscht, Mann. Ich hau einfach drauf, Mann. Ich drück Kreis, X. Kreis, X. Kommst du wieder? I'll show those plane squatters mercy this time. Come on, you bastards. Let's bolt. You promised us. I'm sorry. If you're not gonna punch the living daylights out of them, then I definitely will. What are you doing? Why won't you let me at them? Punching them won't solve any of our problems, Miki. The only thing it'll prove is that your fist can bruise just like anyone else's. What are we going to do now? It seemed as if we vastly underestimated the extent to which Kronos values Relia. We never thought they would go to such lengths to obtain her. And as you already know, we have neither our ship nor a clue as to her whereabouts. Great, so we can't do anything. I assure you that rescuing Relia is just as important to the Federation as it is to you. So you'll help us pry her from their clutches? Of course. Sadly, we have no leads. Did you also lose all that stuff along with your ship? What stuff? You know, the data we retrieved from the laboratory before it exploded. Do you still have any of it? Ah. Oh, how unlike me. That completely slipped my mind. I guess I got mentally tripped up too. So, we might have something after all, huh? We'll go right to the Symbological Research Facility and review the data there. How long will that take? 1 or 2 hours at most. Please don't come back empty-handed. I won't. Okay, then let's reconvene in this room when we're done. Situation permitting, I'll also lend a hand. Thank you. They left behind some transmissions between them and another facility. What's that mean for us?
It means there's someone else involved. I see. So you're implying that the enemy must have at least one more base of operations besides that research facility. Is Relia there? I can't say for sure. It is, however, worth investigating. Even if we don't find her, we'll likely come away with some helpful information anyway. The unfortunate thing is we haven't identified its location. But you know where to start, right? Let's hear it. Very well. All signs point to Kronos engaging in the study of symbometrics. Symbometrics? We have techniques that resemble what the people on your planet have termed signaturgy, but we call them symbology. Examining those techniques scientifically and systemizing them is called symbometrics. Regrettably for us, Kronos' advancements in this field make us seem like barbarians by comparison. So you can't analyze them? Sadly, no. Wow. From my point of view, you two can do almost anything. We have no recourse since there is no database from which to draw precedent. Also, I'd venture your planet's signaturgy is almost as advanced as our symbology. You think so? If my theory is correct, then we could analyze the various energy wave patterns emitted by signaturgical techniques and run them past the quad scanner's AI, which might allow us to detect some waves that Kronos' symbology-based equipment could not. Fiore, would you be willing to impart the full extent of your signaturgical knowledge to us for this purpose? If you were just a nosy scholar, my only response would be 3 swift kicks to the shins. But for Relia's sake, I'll do it. Thank you so very much. I'm getting butterflies in my stomach just thinking how my knowledge could open up a new world to everyone. Then I shall get started on the recording process immediately. Afterwards, I'll set to analyzing all the information we obtained. A word of caution, though. Depending on the volume of data, the process could take an exceedingly long time. Well, it is what it is. No helping that. So how much time do you think you'll need? I assume 1 night will be sufficient. A whole night. It would only be an instant if we had our ship. There's no need to get anxious now. Let's get some sleep and then reconvene on the morrow. What the? Did people leave or something? So, also mit Emerson und Anna sind wir nun wieder vereint. Das ist schön. Sie wissen leider nichts über die gute Relia, aber wir können uns irgendwie eine Spur zu ihr bahnen. Aber das, was mir hier gerade Sorgen macht, ist, dass wir hier schon wieder im Kreuzfeuer stehen von den feindlichen Kronos-Agenten. Und was genau ist hier los? So, Eastern Tricure. So, hier so... ja, erobert haben wir schon einiges eigentlich, aber schauen wir uns hier mal um. Ist schon wieder so ein kleiner süßer Hase. Okay, ja, hier war gestern noch der große Schlachtfeld. Ganz so schlimm sieht es nun nicht mehr aus, aber nichtsdestotrotz auf der Hut müssen wir ja sein. For the most part. But there's still... What are you doing up this late at night? Nothing much. I'm so sorry I couldn't keep my promise to protect Relia. Chin up, Emerson. I know full well that Relia's predicament isn't your guys' fault. If anyone should be sorry, it's me, not you. There's no excuse for the way I've behaved toward you recently. And with that manly apology of yours goes the last shred of my dignity. I know you feel bad, but
But Relia's safety is more important than any of our feelings. We can't get her back without you. You have my word for sure this time. I'll do whatever it takes to save Relia. Das will ich aber auch hoffen. Ach, Emerson, du bist doch ein guter Mann. Ich mag dich. Also Emerson ist mein Lieblingscharakter im Spiel. Der hat immer sowas ein bisschen so leicht verschlagen. Das finde ich immer so sympathisch an ihm. Und wenn wir schon mal in der Nacht da sind, dass uns keiner beobachten kann, shoppen wir jetzt einfach mal hier wieder. Zack. Blueberries. Blackberries. Kauf mal auch. Wieso denn eigentlich nicht? Wir haben schon wieder 73.000. Ich sag ja, wir kriegen einfach viel zu schnell das Geld zusammen. Und dann würde ich sagen, schauen wir noch nach einer neuen Waffe. Das wäre sehr cool, hätte man dann eine neue für den Fidel zufälligerweise. 300, 240 Schaden. Ja, dann nehmen wir doch lieber hier die mit 300. So. Okay. Nach einer Rüstung können wir auch noch schauen, wenn wir schon mal da sind. Irgendwas hammercooles oder so. Hier, nein. Da, hier haben wir noch was hier. So. Ach, kauf mal, ist doch wurscht, Mann. Einfach shoppen. Es wird zwar immer angezeigt, dass die Rüstung, die wir da haben, die bessere ist. Oh, aber die ist echt nochmal besser. Ja, dann müssen wir die leider kaufen. Die müssen wir dann halt jemand anderem geben, die bisschen schlechtere Rüstung. So, ich bin zufrieden. Wir haben neue Ausrüstung für einen guten Fidel. Und damit sollten wir doch jede kommende Bedrohung irgendwie überstehen können. Done with the analysis? That we are, sir. We were able to confirm trace energy readings that emanate from the banks of the Isok River in Treykur. Could the readings possibly be from some other type of structure? According to our map, there are no visible man-made structures in the area. That's suspicious. I say, we go check it out. And we're off, people. Und damit haben wir also unser nächstes Ziel hier bekommen. Okay, dann los jetzt. So, keine Zeit zum Warten, denn die Schiffe dürfen wir auch nicht vergessen, wenn hier die Theorie, die ja der gute Emerson hatte, dass die Schiffe ja nur eine Zeit brauchen, bis sie ihren Warp-Antrieb repariert haben, dann werden diese natürlich auch starten und es wird alles andere als gut enden für die Relia. So, Learned Battle Skill. Warte mal. Race Dead. Wer kann das? Warte. Ich bin jetzt bei ihr. Oh, wichtigster Skill überhaupt, Mann. Endlich, man kann sie jetzt hier wiederbeleben. Das ist sehr wichtig. Das ist jetzt schon... Nein! Oh. Scheiße, ich habe den Skill jetzt... Ich dachte, ich wäre bei Niki. Ich habe den Skill jetzt Fiora beigebracht. Es ist natürlich alles andere als gut, Mann. Das ist natürlich alles andere als gut, aber... Naja, immerhin kann irgendjemand den Skill. So. Gibt es irgendwas Cooles, was wir upgraden können? Defender, da. Wir haben so viel Ränge schon wieder. Learn Rolls. Ich würde sagen, wir tun jetzt erstmal den Attacker. Wir tun noch Progress. Oh. 1000. 1000. Okay, es kostet doch noch ein bisschen mehr als ihr wünscht. Dann schauen wir nochmal. Wo ist denn der Balken nochmal? Specialities, genau. Spezialitäten. Fuse Materials, Number of Creation, Increased Level of Skill. Kostet 100, jo. 225, kaufen wir auch, Mann. Wir müssen ja ein bisschen was raushauen. Gut, ich habe jetzt keine Lust auf Side-Events, Mann. Ich sag's jetzt, wie es ist, Mann. Wir gehen jetzt einfach kurz in das Equipment noch rein. Victor hat schon wieder nichts ausgerüstet, was mich schon wieder ein wenig hier, was ich schon wieder gar nicht so schön finde. So, deswegen geben wir mir gleich mal eine gute Rüstung. Dann hier Max HP. Ich muss jetzt alles wieder bei denen ausrüsten. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir den Part. Ich rüste kurz die Charaktere wieder aus. Das habe ich ganz vergessen, dass wenn sie aus der Party fliegen, dass sie ihre Ausrüstung verlieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit STAR OCEAN 5. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.